Und wenn ihr Interesse habt, dann bleibt auf jeden Fall dabei, weil es könnte jetzt sehr spannend werden. Hast du wunderschön erklärt. Danke dafür erstmal. Gerne. Ja, ihr Lieben, also es ist wirklich so, dass ihr wisst ja, ich habe neulich auch mal ein Video geteilt zum Thema, weil du das gerade angesprochen hast, dass du verschiedene Dinge in dir vereinst, dass auch viele von uns in unserer DNA, also auch Engel-DNA haben. Siehst du das auch so, dass das wirklich verschiedentliche Stränge sind, die wir mitbringen durften vielleicht oder die wieder aktiv geschaltet werden können? Ja, die Frage ist natürlich auch erstmal, weil es gibt, was Engel anbelangt, sehr, sehr viele verschiedene Ideen und Konzepte. Und wenn du möchtest, können wir uns kurz durch die Konzepte navigieren, die ich aus meinen physischen extraterrestrischen Kontakten kenne, weil Mhm. es gibt nämlich eine extraterrestrische Spezies, die in dem Raum vom Jupiter lebt, die Charistos. Und diese Wesen können sich manifestieren und demanifestieren, sind extraterrestrisch. Extraterrestrisch bedeutet Wesen, die nicht von dieser Erde kommen, extraterra, nicht von dieser Erde. Und trotzdem Mhm. unserem Sonnensystem oder darüber hinaus existieren können. Und diese Wesen vom Jupiter, die Charistos, sie haben die Eigenschaft, die Körperform anzunehmen, wie sie es möchten und sich zu zeigen, wie sie es möchten. Und diese Charistos sind Lyra-Spezies. Lyra übrigens sind keine Katzen, wie leider oft sehr falsch verbreitet wird in der New Age Community. Lyra-Leute sind Leute wie du und ich, die Haare auf dem Kopf haben, die Haut haben, die in verschiedenen Hautformen sind. Sie haben ihre Fingerchen, sie haben ihre Arme, ihren Kopf, ihre Beine, ihren Körper. Das heißt, sie rollen nicht, sondern sie können laufen. Sie haben einen Po, mit dem sie sich setzen können und vielleicht auch keine Haare, aber das sind Lyra-Attribute. Und diese Wesen von dem Jupiter, Charistos, sind Lyra-Leute. Und sie sind oft in der Erdgeschichte erschienen und haben sich gezeigt, wie man so kennt, Erzengel Michael in Mhm. Rüstung und Gewand mit Flügeln und viel Licht um einen herum. Die Wesen und die Spezies von den höheren Räumen haben viel Licht um sich herum, weil sie viel Energien manifestieren um sich herum und viel Bewusstsein um sich herum tragen. Sie haben sozusagen ihren Lichtkörper aktiviert. Das ist aber nichts, was nur die Wesen können, die aus anderen Räumen können. Auch ein Mensch kann dieses Licht manifestieren und kann einen Lichtkörper in sich aktivieren. Vielleicht ist das hier, wo die Konzepte sich miteinander vermischen. Einmal die Wesen von den anderen Räumen, die so viel Licht in sich aktiviert haben, dass sie einen Lichtkörper haben. Und mit der Lichtkörperaktivierung als Mensch aktiviert sich die den Genetik, aber es ist eigentlich nicht mehr und nicht weniger, als dass ihr mehr von eurem Bewusstsein in euch aktiviert. Letzten Endes all das, was dargestellt wird wie Engel, sind alles Lyra-Wesen, Spezies, die lyrische Erscheinungsmerkmale haben, sprich Verwandte von uns sind, aber eben aus verschiedenen Bewusstseinsräumen kommen und damit etwas weniger physisch sind. Übrigens, je weniger Bewusstsein, umso physischer ist eine Person. Je höher das Bewusstsein und so mehr Licht, umso weniger physisch ist eine Person in einer Welt mit geringerem Bewusstsein. Eine Person mit einem sehr hohen Bewusstsein in einer Welt mit einem sehr hohen Bewusstsein ist in dieser Welt sehr physisch. Das ist auch eines der Geheimnisse, die ich habe, weshalb ich hier in dieser Welt mehr semi-physisch bin und verschwinden kann aus euren Realitäten, da ich nicht in dieser Welt eigentlich mehr gehöre. Aber ich wähle, in dieser Welt zu sein, um das Bewusstsein hier in dieser Welt zu verankern. Und so habe ich hier sehr oft einen sehr starken Schimmer von Licht um mich herum. Teilweise auch auf Fotos, wenn man Bilder von mir sieht, sehe ich wie halb durchsichtig aus, wie ein halber Geist. Aber das liegt daran, weil ich einfach ein höheres Bewusstsein habe als die Welt, in der ich bin und dadurch semi-physisch erscheine. Das heißt, Physis bestimmt letzten Endes das Bewusstsein, was ihr tragt in der Welt, in der ihr euch befindet. Und da kann man sagen, wenn ihr euer Bewusstsein erhöht, aktiviert ihr hier Angelics, heißt Engelsbewusstseinszüge, weil ihr mehr Licht in euch aktiviert, weil ihr mehr versteht, wer ihr seid und nicht mehr in Separation handelt. Man kann auch sagen, wenig Bewusstsein entsteht durch die Illusion von Separation.
Und das kann man aufheben, indem man mehr und mehr beginnt zu fühlen, dass man nicht separiert ist. Man beginnt zu fühlen, dass man eins ist mit dem Kosmos, dass man eins ist mit den Bäumen, den Pflanzen und den Menschen, die einem begegnen. Und ich spreche hier nicht von Einssein in Form von wir vermischen uns miteinander, sondern zu wissen, wir sind alle Energie. Und jeder wählt nur eine Idee, die er verkörpern möchte. Ja, Und ja, du warst noch nicht fertig, Entschuldigung. das ist das, was sich jetzt aktiviert in den Menschen, das Mhm. Bewusstsein. Und viele Menschen haben in sich viele Erinnerungen aus den anderen Existenzräumen mitgebracht und sie haben dadurch eine etwas andere Genetik. Das ist auch der Zauber in der DNA-Aktivierung. Die DNA aktiviert sich nicht, indem ich mich hinsetze und Leitcodes spreche oder ganz viele Heilbehandlungen mache. Die DNA, die Genetik, aktiviert sich durch euer Bewusstsein, weil DNA, Genetik, ist der Transmitter, die Manifestationsleiter für euer Bewusstsein. Das, was ihr euch bewusst seid, manifestiert ihr erst über euren Körper und dann in eure Welt. Und wenn ihr mehr von euren genetischen Strängen aktiviert haben möchtet, dann müsst ihr euch nur bewusst sein, wer ihr noch seid. Ihr könnt eure extraterrestrische Genetik aktivieren. In dem Moment, wenn ihr euch bewusst werdet, wer ihr seid. Und bewusst werden heißt nicht, ich bin von den Plejaden und ich bin nicht von dieser Erde. Ja, Das genau. ist nicht Bewusstsein. Das höre ich so oft und alles, was ich hier höre, ist ein verletzter Mensch und ein sehr großes Ego. Und ich weiß, das tut weh. Aber ganz ehrlich, Bewusstsein aktivieren bedeutet, ich fühle mich als Mensch. Und ich fühle mich jetzt auf den Plejaden in verschiedenen Inkarnationen. Ich fühle die Inkarnation. Ich weiß, ich bin diese Inkarnation und ich bin Mensch. Dann aktiviert sich das in dem Menschen, weil nicht das Ego muss sich bewusst sein, sondern der Mensch, der ganze Komplex muss bewusst sein. Und Bewusstsein kommt auch immer Hand in Hand mit Fühlen, mit Mhm. Fühlen. Und irgendetwas zu wissen, macht euch nicht klüger. Ihr müsst es fühlen, kennen, riechen. Ihr müsst es erleben. Und dann ist es Teil eures Bewusstseins. Und dann passiert es, dass ihr als Mensch geboren auf einmal beginnt, euch zu hybridisieren und selber zu Hybriden eurer eigenen Bewusstseinsspektren werdet. Bei mir in meinem Fall war es so, dass ich geboren wurde durch eine menschliche Mutter, aber der Rest meiner Genetik auf einem physischen Schiff von extraterrestrischen Spezies zusammengesetzt wurde und dann in meine Mutter hier reingebracht wurde, die mich dann geboren hat als ihr Kind. Meine Mutter hat ihre Genetik also mit hineingespendet, um mir zu helfen, Bewusstsein von anderen Ebenen und den Menschen physisch zusammenzubringen und zu verlinken und das auf die Erde zu bringen, ohne viele Jahre damit zu verbringen, die Genetik zu aktivieren, sondern direkt ein perfektes Start-Setup zu haben, mit dem ich direkt schon anfangen konnte, mit den Menschen zu arbeiten. Also vielleicht auch immer wieder die Seele einladen, in ihren Körper, in ihr Haus, was sie gebaut hat, hineinzukommen, Ja, mehr hineinzuatmen, ins Herz zu atmen, die seelischen, ja, ich sage mal, Aufgaben oder Aspekte wieder mehr zu fühlen hier im menschlichen Körper, dass die ja, Seele sich verkörpern kann, denn sonst hätte sie den ja, Körper ja nicht gebaut. Dann hätte sie ihn ja nicht ja, gebraucht. genau. Ich sage auch immer, nicht der Mensch hat eine Seele. Das ist nicht richtig. Die Seele hat einen Menschen. Alleine hier ist die Energie ganz anders. Der Mensch hat eine Seele, ist somit gut. Glück, wenn sonntags ist die Seele da, wenn du gut zum Gottesdienst gehst. Okay. Lass. Aber aber das ist letzten Endes die Aussage dahinter. Wenn du Glück hast als Mensch, hast du eine Seele. Und das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Die Seele hat einen Menschen.
und zwar permanent. Das heißt, die Seele ist mit dem Menschen permanent in Verbindung, aber der Mensch hält permanent die Illusion, dass es anders ist, auch teilweise genau durch diesen Satz. Durch den Satz: „Ich habe eine Seele“, oder der Mensch spricht: „Liebe Seele, bitte komm mehr in mich hinein. Liebe Seele, was soll ich tun? Liebe Seele, was ist meine Aufgabe?“ In dem Moment spricht der Mensch in Separation von etwas, von dem er niemals getrennt sein kann. In dem Moment, wenn ihr wirklich versteht, dass ihr eine Seele seid, die eine menschliche Erfahrung habt, dann gibt es kein Außen mehr, dann gibt es nur noch ein Ich bin. Und das ist eigentlich der ganze Zauber. Ihr dürft einfach nur verstehen, dass ihr als Seele eine menschliche Erfahrung habt. Ich drehe es auch manchmal gerne um und sage, dein Mensch möchte gerne ein Starseed sein. Mhm, ja, kann Die ich Seele verstehen. ist das schon alles. Also, Das ich drehe das um, wo die meisten Menschen sagen: „Du musst deine Seele bitten. Deine Seele hat das und das. Deine Seele hat den und den Plan.“ Dreh das mal um und mach mal: Der Mensch hat den Plan. Dein Mensch hat ein Problem. Dein Mensch hat mhm, Verzweiflungen. Und dann beginnt die ganze Dynamik, sich anders zu bewegen. Das ist zum Beispiel eine der Hausaufgaben, die ich früher in den Coachings gegeben habe. Als ich gesagt habe: „Dreh doch mal bitte um und sag nicht, meine Seele, sondern sag, dein Mensch.“ Übersetze, was du formulieren möchtest und sieh: „Warte, mein Mensch hat gerade den Mangel. Mein Mensch fühlt sich alleine“, weil die Seele selbst hat diese Energien überhaupt nicht. Der Mensch, der menschliche Erfahrungsaspekt der Seele hat das. Es ist mhm, keine Trennung, es ist nur eine Illusion. Und das ist, ich weiß, man hört das oft, es ist alles eine Illusion. Ich stimme dem zu, aber nur zu einem gewissen Grad. Alles ist Illusion, ja, aber es wird zu eurer Realität, wenn ihr es als realistisch seht. Und in dem Moment, wenn ihr es als real nehmt, dass ihr getrennt seid von eurer Seele, dann muss das eure Realität sein. Aber in der Basis ist es nur eine Illusion. Wenn ihr eine Realität wieder zu einer Illusion machen könnt, dann habt ihr schon einen großen Schritt in eure persönliche Meisterschaft gemacht. Und dazu gehört es einfach, die Illusion, dass ihr eine Seele habt, zu lösen und zu wissen, ich habe eine menschliche Erfahrung und ich bin meine Seele. Und dann wird das zu eurer neuen Realität. Und das ist ein ganz anderes Setup zu leben. mhm. Ja, weil es immer so ein bisschen auch, also, was heißt so nicht bisschen, zum großen Teil geht es ja immer darum, dass der Mensch gerne geführt werden möchte. Ja. Aber ich habe so den Eindruck, dass halt die große Aufgabe ist, dass wir lernen, uns selbst zu führen, wieder hinzuführen, zur Einheit zu führen, dieses Gefühl zu haben, wir sind verbunden, wir sind nicht getrennt, wir sind nicht alleine. Uns hat auch niemand hier ausgesetzt, weißt du, sondern Ja, wir ja, sind ja, wirklich hier, um wieder ja, zu erkennen, dass wir verbunden sind mit allem, was ist. ja, absolut, Mhm. Und, absolut. ja, dazu Frage an dich, weil das interessiert hier meine Community sehr. Gibt es Seelenverbindungen? Gibt es Wesen, die sich besonders nahestehen, die gemeinsame Aufgaben haben zum Beispiel? Wie siehst du das? Ja, also es ist so, dass ihr immer in eurer ganz eigenen Energie euch befindet, weil ihr erschafft die Welt um euch herum permanent. Aus euren verschiedenen Zellen heraus, aus jedem Atom und jedem Partikel heraus erschafft ihr eure Welt. Und dann, wenn ihr die Welt erschafft, übersetzt ihr die Welt, die ihr erschaffen habt, immer nur anhand eurer Ideen. Euer Gehirn, mit dem ihr so stark identifiziert seid, oder das euch so stark als Mensch identifiziert sein lässt, ist nur der Übersetzer eurer Realität. Und all das, was euer Gehirn übersetzen kann, ist das, was eure Realität wird, innerhalb eurer Energie. Jede Seele, die ihre Erfahrung hat, hier auf diesem Planeten oder auf anderen Planeten, arbeitet genau so. Sie erschafft ihre ganz eigene Welt aus ihrer Energie heraus und übersetzt sie aus ihrer Welt mit dem, was sie übersetzen kann, mit ihren Ideen und Konzepten. So, damit ist jeder in seiner Energie. Jede Seele für sich in ihrer Energie. Das gewährleistet, dass jede Seele die Erfahrung machen kann, die sie machen möchte.
Und das ist wichtig, um als Ausgangsposition zu verstehen, Mhm. wo wir hingehen. Es gibt Seelen, die mit anderen Seelen ganz oft Dinge erfahren und durchleben. Man kann sich das vorstellen wie verschiedene Häuser, die die Energiefelder bilden. Und dann gibt es Häuser, die aneinander gebaut sind, die ganz nah miteinander sind. Und man ist schon fast mit den Nachbarn wirklich man fühlt die Nachbarn durch durch die Wände hindurch. Man ist vertraut mit den Energien des Nachbarn. Und so kann man sagen, gibt es Seelen, die ganz doll vertraut sind, die in einem Haus wohnen und das schon seit Inkarnation für Inkarnation für Inkarnation. Aber sie befinden sich trotzdem in ihrer Energie, aber sie sind unglaublich vertraut mit den Energien ihrer Nachbarn. Ich sage dazu Seelenfamilie. Es Mhm. heißt nicht, dass diese Seelen alle aus einer Familie kommen, aber sie teilen sich ganz viel Bewusstsein. Bewusstsein, weil sie viel miteinander schon erlebt haben, Welten durchstreift haben und sich super gut kennen. Und warum Familie? Wenn wir noch mal kurz zur Genetik zurückgehen. Genetik ist der Transmitter von Bewusstsein. Das Mhm. heißt, diese Seelen haben teilweise sehr ähnliche Genetiken, weil sie mit ähnlichem Bewusstsein schon die Erfahrungen in anderen Leben mit anderen gemeinsam gemacht haben. Deswegen sind sich diese Leute auch ähnlich. Aber es muss nicht ein und dasselbe Seelenhaus sein. Es Mhm. können unterschiedliche Seelen aus unterschiedlichen Strahlen sein, zum Beispiel die Seelen aus dem blauen Strahl, die Seelen aus dem roten Strahl, die aber sich so Mhm. stark kennen schon, dass sie sich die Welt teilen, dass Blau die Welt von Rot kennt und Rot die Welt von Blau kennt, weil die Energien so stark miteinander sind, dass man fast sagen kann, sie sind wie Familie, eine Bewusstseinsfamilie. Und ich sage das aus diesem Grund, dass man von vornherein schon verstehen kann, dass es nicht heißt, nur die Leute, die blau sind, können eine Familie bilden. Das ist nicht korrekt. Es ist genauso wie auf der Erde. Es gibt Familien, da sind asiatische Genetiken mit drin, afrikanische, lateinamerikanische, eurasische Genetiken. Und trotzdem ist es eine Familie. Und so könnt ihr euch das vorstellen. Deswegen sage ich Seelenfamilie, die sich aus verschiedenen anderen Seelenspektren zusammensetzen können. Hier ist also die Basis von, wie viel habe ich gemeinsam erschaffen, gemeinsam erlebt, gemeinsam in meinem Bewusstsein mit anderen. Und dadurch kann eine so starke Vertrautheit entstehen, dass ich eine Person sehe und sage, "Oh, die kenne ich, die Mhm. kenne ich weiß nicht, woher Mhm. ich kenne sie. Und dann sieht sie mir auch noch so ähnlich oder sie verhält sich so ähnlich. Ich kenne Mhm. diese Person. Und das ist einfach, weil ihr so viel Bewusstsein miteinander teilt. Ich meine, Christiane, schau mal, was habe ich in der Hand? Teetasse. Eine Und Tasse. ich Teetasse. Wir haben vorhin festgestellt, wir trinken beide unglaublich gerne Earl Grey mit Hafermilch. So, könnte sein, dass wir hier schon ganz viel im gleichen Bewusstsein haben, weil wir uns schon kennen. Ja, natürlich. Und ja, Mhm. Das richtig, kann sein, natürlich. Dass absolut. wir uns schon Und das ist begegnet sind. Und über die Videos dann ich habe dich ja, da gesehen bei YouTube und dachte: „Also, was sie sagt, das kommt mir, auch wenn es sehr neu ist für Planet Erde, sehr vertraut und bekannt vor.“ Und ja, deshalb dachte ich, ich frage dich mal, deine Dinge noch mit reinfließen zu lassen, die vielleicht so interessant sind für die Menschen, weil sie das einfach noch nicht kennen, ja, ne? Und da natürlich, ich hätte jetzt niemand genommen, wo ich mich nicht vertraut gefühlt hätte, das stimmt. Ich hatte das richtig. Gefühl, okay, irgendwie kommt sie mir bekannt vor, das stimmt. Das war so, als ich deine Videos gesehen habe. Aber sie Ja, sagt Dinge, die ich noch nicht reinbekommen kann. Weißt du, so als hätte ich so, da ist noch 'ne Decke, da komme ich noch nicht durch, weißt ja, du? Ja, und das war dann eben halt sehr, sehr interessant, dass wir uns darüber unterhalten. Was ich fragen wollte noch, es treffen sich dann oft hier auf der Erde Menschen, die kommen sich bekannt vor. Ja, wir kennen uns von früheren Leben, wir kennen uns aus anderen Sternenplaneten, Systemen, wo auch immer her. Aber was hier oft passiert, ist, dass sich 2 Wesen treffen, die, ich sage jetzt mal so, vielleicht traumatisiert sind,
und wo der eine aber genau die Struktur im Trauma hat, die der andere nicht hat. Also, so als würden sich auch diese verletzten Kinder ansehen, wo der eine aber etwas hat, was der andere zum Beispiel ein Empath ist, um das mal in Wort zu kleiden, eine empathische kindliche Wunde trifft vielleicht eine narzisstische kindliche Wunde, ja? Und die docken dann an und dann gibt es natürlich hier auf Erden ganz, ganz viele Verwicklungen, schmerzhafte Geschehnisse und so weiter. Und das ist eben so die Frage, wie siehst du das aus der höheren Sicht? Sind das solche Verabredungen, um vielleicht auch hier gewisse Themen in Heilung zu bringen im Ja, Körper?